natürlich wieder Angelurlaub und dieses Mal ist unser Ziel Norwegen. Norwegen ist für uns komplett neu. Wir haben hier noch nicht gefischt, darum haben wir uns aufgemacht. Es ging von Hamburg aus bis nach Hirtshals. Wer Hirtshals nicht kennt, Hirtshals ist eine sehr weit im Norden gelegene Stadt, also mehr oder weniger der nördlichste Zipfel schon fast von Dänemark. Von dort aus ging es dann mit der Fjordline bis nach Bergen und von Bergen aus mit unserem Auto jetzt hierher am Hardangerfjord. Das ist unser Haus Eldorado. In der Hauptsache werden wir hier zum Spinnfischen auf alles was Raub gehen und in erster Linie vom Boot aus. Ist das cool? Lippfisch, die haben dagegen gebommert. Oh, eine Schönheit, ein Lippfisch, du. Na endlich. Gar nicht, habe ich gemeint. Geil. Na siehst du wohl. Ja, schön. Oh. Alter, war der schwer. Ach, schade, das war ein guter. Ein Glück. Warte mal, ist der Kühler? Oh ja, der steht. Das ist was Besseres. Mal gucken. Lass mal abwarten. Vielleicht macht er sich auch nur schwer. Bremse hast ein Stück auf, ne? Ja, habe ich gemacht. Vielleicht endlich mal ein Dorsch. Das könnte einer sein. Der Haken. Nee, ach, das ist ein Leng. Ja. Ja, klasse. Ein Lengfisch. Die Angelei hier in Norwegen, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Also die breite Palette an Raubfischen, die man hier antrifft, ist wirklich gigantisch. Wir mussten uns auch jetzt erstmal ein bisschen darauf einstellen. Wir haben jetzt 2 Tage echt wirklich monsumartige Regengüsse hinter uns. Da mussten wir auch wirklich suchen. Da haben wir uns dann eher die Makrelen den Tag gerettet, sage ich mal. Gestern dann nochmal 2 schöne Pollacks dabei. Schöner. Hey, schöner Pollack. Wow. Das ist ja mal schön. Heute das erste Mal, seitdem wir hier... Ein Lenk. Und ein Lenk, genau. Ein kleiner Lenk war auch dabei. Heute ist der erste Tag von unserer Reise, wo es richtig schönes Wetter ist. Es ist zwar bedeckt, aber die Sonne kommt durch. Man sieht mal blauen Himmel. Und das ist genau das Gegenteil wie bei uns zu Hause. Da ist das Kaiserwetter ja immer der Garant dafür, dass wenig beißt. Jetzt haben wir heute schon mal ein bisschen... Ah, schön. Kontakt? Ja. Klasse. Heute haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Erfolgserlebnis. Also ich habe jetzt einen schönen Dorsch gefangen und meine ersten Lippfische, darüber freue ich mich besonders. War auch ein Ziel von mir. Geil, der erste Wurf. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen. Meine Schnur ist noch draußen, das siehst du. Oh, ein Dorsch. Ja, super. Oh, schöner Dorsch. Mit einem kleinen Köder, ein bisschen schwerer, die Kante runter. Toll, mein Engel. So, gleich wieder schnell rein. Und diesmal ein besserer sogar. Oh, so ein hübscher. Heute haben wir es. Die Bisse waren auch genauso wie die Lippfische gebissen hatten. Mensch, auch da die Lippfische, du. Oh, ist das toll. Ach, da freue ich mich. Ach, die so eine hübsche Fische. Oh, pass auf. Ah, ist doch ein Lippfisch. So, bevor ihr jetzt wieder baden geht, einmal. Naja, er wollte sich nicht präsentieren. Katrin hat einen großen verloren, also richtig einen
starkes Tier, schade, den hätte ich gerne nur gesehen, wenigstens was das war. Ich glaube, also entweder war es ein kapitaler Dorsch oder vielleicht auch ein Leng. Also ich habe gestern mit dem Besitzer hier von der Anlage gesprochen, der meint, hier sind sehr viele Leng und Lumps auch unterwegs. Deswegen werden wir jetzt die Tage auch irgendwann mal mit Naturködern mal probieren. Dennoch, heute beißt es und jetzt muss Katrin sich nur noch entschneiden und dann können wir ganz frei rausangeln und dann schön hier ein paar Plätze abfischen. Ja, jetzt macht das richtig Laune. Schön. Empfangen wurden wir hier mit Regenschauern, das waren schon richtige Duschen. Wir mussten erstmal ein paar Minuten im Auto erstmal verharren, um überhaupt jetzt hier die Sachen auszuladen. Also so sieht das bei uns aus. Uns wird nichts geschenkt hier, du, echt. Weltuntergang, ey, man kann niemanden fragen, man weiß nicht wohin, ey, das ist zum Kotzen. Also wir haben noch keine Erfahrung, wir müssen unsere Erfahrung komplett aufbauen. Wir werden uns jetzt erstmal nur mit diesem Grundtackle an die Fische rantasten. Penn hat mir richtig tolle Sachen hier geliefert. Die Regiment 2 Routlinie 2,40 Meter und die Penn Slammer 3. Und wie es dann weitergeht, da seid ihr jetzt mit dabei. Ich habe gerade einen kleinen Schellfisch quer gehakt, aber bei Katrin kommt vielleicht auch was quer gehacktes. Wird aber wenn größer sein. Mach ruhig die Bremse ein bisschen auf, mein Liebling. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Schlägt der denn oder so? Nee, es ist nur tierisch schwer. Ja, jetzt schlägt er. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja. Wahrscheinlich der größte Knurrhahn, den es gibt. Hier im Fjord. Achtung, da kommt er. Oh, ein schöner Dorsch. Ja. Und was für einer. Ja. Richtig schöner Dorsch. Endlich. Mein Zielfisch. Yes, baby. Das leichte Fischen vom Boot aus war die effektivste Angelei, muss man ganz klar sagen. Genau, in Tiefen von 12 bis 22 Metern haben wir wirklich mit leichtem Geschirr geangelt. Ne? Dabei hatten wir also wirklich alles und auch die großen Fische gehabt. Ne? Selbst ein Heilbutt war dabei, den haben wir leider am Boot verloren. Steinbutt war dabei. Nee. Ach scheiße. Ein kleiner Heilbutt. Oh. Arsch. Da ist er. Da, ein Steinbutt. Ich hab ihn drauf. Ach, wieder ein Plattfisch. Cool, Baby. Eben ein Heilbutt, jetzt ein Steinbutt, aber irgendwie schlitzen die alle vom Boot aus. Große Dorsche, ne? Also wirklich die richtig kapitalen Dinge haben wir da gezogen. Bestimmt ein Köhler. Das wäre klasse, wenn das der erste Köhler wird. Beim Einholen. Ja, beim Hochziehen. Ja, genau. Da kommt er dann. Oh, richtig guter Dorsch. Wieder so einer. Im Mittelwasser. Wow. Schön sauber. Auch also eigentlich alles, was groß war, hatten wir eigentlich mit dem leichten Geschirr gefangen. Das stimmt. Das war wirklich also eine Top-Methode. Da kann ich euch nur empfehlen, sucht so breitere Plateaus auf. Also wo ihr eine gleichbleibende Fläche habt an Angelfläche. Sprich
wenn ihr so ein Plateau habt mit so 20 Metern, ist das wirklich erste Sahne. Gerade jetzt im August haben wir da wirklich, also genau an den Übergängen zu 16 Metern von 20 hatten wir die besten Erfolge gehabt dabei. Und auch das Angeln macht am meisten Spaß. Also gerade unsere Kombination, die wir gefischt haben, da sind wir auch super mit zufrieden. Also hier mit dem Regiment 2,40 Meter Länge, Wurfgewicht von 30 bis 100 Gramm, war wirklich super klasse. Man konnte die schweren Köder genauso gut fischen wie auch einen leichten Spinner oder Blinker, ja, mal so ein 25 Gramm Blinker konnte man auch super führen. Und dabei waren gerade die silberfarbenen Flex-Stop-Sheds wirklich der Knaller in 3 Inch. Ja. Das Ganze kombiniert dann mit, ja, man muss so ein bisschen variieren, von 30 bis 40 Gramm Köpfen. Ne? Also wenn man jetzt runter und vertikal in diesen Tiefen geangelt hatte, waren 40 Gramm gut, in die Anrift geworfen 30 und ganz klar, wie bei allen Angelmethoden hier, war Silber wirklich das Highlight die Topfarbe gewesen. So, hier beim Durchkurbeln, Katrin, so einen schönen Dorsch hier. Mag sie wieder nicht anfassen, schade, aber was soll's. Tobi hat zu mir gesagt, Dosplatzwechsel, hol schnell ein, habe ich eingekurbelt. Und Ende vom Lied war, der Dorsch wollte den Köder. War er denn in Grundnähe oder irgendwo im Mittelwasser? Nee, im Mittelwasser. Ach. Ja. Das war ein Mini. Ah ja. Für Nachwuchs ist gesorgt. Hier stehen klein und groß stehen hier zusammen. Aber trotzdem beste Ergebnisse momentan immer noch mit den kleinen Flex-Stop-Shed hier, ne? 3 Inch. Glaubt man gar nicht. Ganz cool eingedreht, ja. Bitte. 20 Meter bis 22 Meter Wasser. Und einen riesen Dorsch rausgekitzelt. Ja, und fangt trotzdem gut Fische. Einmal wird es tropisch, ne? Ja. Morgen war noch so ein Sturm. Ja. Und jetzt ist es, naja, hier ist alles möglich. So. UFC ist am Start! Ja, cool! An 2 Angeltagen konnte ich das Revier hier in unserem Hausfjord schon recht gut erkunden. Ich habe ausfindig machen können, wo die Lippfische stehen. Ich habe ausfindig machen können, wo die Pollacks stehen, wie wir an die Makrelen rankommen und auch, wo die Dorsche langziehen und wo wir sie auch erreichen können. Die letzten 2 Tage waren jetzt jedoch angelfrei. Nicht, weil das Wetter nicht mitgespielt hatte oder weil mir die Köder ausgegangen sind, sondern einfach deswegen, weil ich leider einen kleinen Unfall hatte. Also ich bin am Steg gestürzt und ins Boot reingefallen, habe mir dabei das Handgelenk gestaucht, gezerrt oder gebrochen. Ich weiß es leider nicht. Ansonsten kann ich euch nur einen Tipp geben, auch wenn ihr zum Angelurlaub nach Norwegen fahrt, nehmt euch für den Fall der Fälle immer ein gutes Buch mit. Also Internetempfang ist hier Katastrophe. Ich bin auch so richtig heiß, also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin hier wirklich jetzt am Fisch und kann nicht angeln. Richtig scheiße. Gestern habe ich noch unsere Nachbarn hier mit dem Boot hier vorne beobachtet. Die standen hier direkt vor der Haustür und zwischen dem Boot und den Felsen, die ihr da seht, sprang in voller Länge eine Meerforelle raus. Also auch ein Projekt, was ich hier auch verfolgen wollte. Und direkt hier vor der Haustür ziehen also auch die Meerforellen lang. Ich kann sie nur nicht anangeln. Was man sagen muss, wenn es gerade mal ein bisschen tiefer geworden ist, so von 20 bis 35, 40 Metern, da waren dann Ködergewichte von 40 bis 80 Gramm angesagt. Dann aber wiederum auch mit größeren Sheds. Und das Ganze haben wir dann mit Powerswimmern von Berkley bestritten. Da waren dann auch die UV-Farben wieder besser. Und da waren dann die gedeckten Farben eigentlich gar nicht angesagt. Ja. Allgemein ist es aber hier wirklich unterschiedlich zu den deutschen Revieren, weil da fangen ja gerade die Orangefarbtöne besser, weil da gibt es auch viel mehr Taschenkrebse und da stehen die Dorsche halt drauf. Hier haben wir auf diese UV-Orangefarben eigentlich gar keine Erfolge gehabt.
Und erfolgreich sollte es auch weiter in unseren Urlaub gehen, denn auch trotz des kleinen Unfalls ging die Angelei weiter. Wie wir dann vom Ufer aus die Fische verfolgt haben oder wie wir im Tiefen auf die Großen geangelt haben, das seht ihr in kommenden Beiträgen hier vom Fischen in Südnorwegen.